Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen leckeren Spargelkuchen mit Lachs. Dafür bereiten wir zunächst einen Quark-Ölteig zu, 225 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 125 Gramm Quark, 75 Milliliter Milch, 50 Milliliter Öl und eine gute Prise Salz in eine Rührschüssel geben und dann mit einem Mixer mit Knethaken oder einer Küchenmaschine für 3 bis 4 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig anschließend auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen, mit den Händen leicht flach drücken und dann mit einem Nudelholz auf die Größe einer 26er Springform ausrollen. Wenn das erledigt ist, den Boden der Springform mit einem Bogen Backpapier auslegen, den Rahmen der Springform wie gewohnt einrasten lassen und den Rand zum Schluss noch mit etwas Butter einfetten. Danach den vorbereiteten Teig in die Springform heben, den Boden sowie den Rand der Springform auskleiden und die Backform anschließend bis zur weiteren Verwendung erstmal zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um die Füllung. Dafür habe ich hier 500 Gramm geschälten weißen Spargel. Einfach mit einem Messer in 4 bis 5 cm dicke Stücke schneiden, in eine Rührschüssel geben und außerdem habe ich hier noch 500 Gramm Lachsfilet ohne Haut, einfach mit einem Messer in mundgerechte Stücke schneiden und ebenfalls in die Rührschüssel geben. Danach 1 bis 2 Esslöffel Paniermehl dazugeben, außerdem alles kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen, alles einmal gut miteinander vermengen und danach kommt der Lachs-Spargel-Mix in die vorbereitete Auflaufform, alles gleichmäßig darin verteilen und zum Schluss brauchen wir nur noch 3 Eier und 200 Milliliter Sahne, außerdem eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer, in eine Rührschüssel geben, kurz miteinander verquirlen und dann ebenfalls in die Springform gießen. Als letztes kommt noch etwas geriebener Käse obendrauf und so geht das Ganze dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 50 bis 60 Minuten, bis alles gar ist und der Spargelkuchen eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den Spargelkuchen nach der Backzeit aus dem Ofen holen, jetzt am besten in der Backform noch etwas auskühlen lassen, dann lässt sich der Kuchen später besser anschneiden. So sieht der fertige Spargel-Lachs-Kuchen dann aus. Zum Schluss noch mit etwas fein gehackter Petersilie bestreuen und anschließend servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.